Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Hier abends aus meiner Hütte am Urwald. Immer wieder kommt aus mir heraus, was mit einem tieferen Verständnis von dem Spielleben zu tun hat, dass wir als Menschen lernen zu verstehen, mit was wir eigentlich hier zu tun haben, mit was wir auch zu tun haben in uns, mit den Emotionen, die in uns hochkommen, was an Emotionen in anderen Menschen hochkommt. Was das auf sich hat mit der sogenannten Realität, was uns konkret im Leben begegnet, wie die Dinge zusammenhängen, wie wir sie aus einem tieferen Zusammenhang heraus verstehen können und wodurch wir in die Lage kommen, aus dem Opferzustand, in dem sich viele Menschen bewegen und fühlen im Leben, das heißt, ich bin ausgeliefert den Ereignissen um mich herum, zurück in das kommen, was wir eigentlich sind, nämlich die Schöpfer dessen, was wir erfahren. Meine innere Stimme, wie ich es auch immer wieder erzähle, ist in mir aufgetaucht 2006, ohne dass ich das gesucht habe. Und es ist die Stimme in mir, die zu meinem unsterblichen Anteil gehört. Wir alle sind nicht die Rolle, die wir spielen, wie ich immer wieder sage, sondern wir sind unsterbliche Energie und diese Energie ist ungetrennt und ein Teil des göttlichen Bewusstseins, der Quelle, der Einheit des göttlichen Funkens in jedem Menschen, in jedem Stein, in jeder Pflanze, in allem, was lebt, in jedem Planeten, in allem, was existiert. Diese Stimme wird über das Herz erreicht. Und diese Stimme hat mich sehr, sehr viele Wunder in meinem Leben erfahren lassen. Wunder für meinen Verstand und sehr viel beigebracht von den Dingen, was das Leben eigentlich ist und worauf es ankommt und was entscheidend ist. Und es ist mein Kernanliegen, dass Menschen sich wieder erinnern, denn es geht hier nicht um Lernen, sondern es geht um eine Erinnerung, sich wieder erinnern, wer sie eigentlich sind. Dass sie nicht kleine, machtlose Würmchen sind, die einfach so von dem Leben in die Pfanne gehauen werden können, in Situationen geschmissen werden können, die sie überhaupt nicht haben wollen. Ja, interessant, ich habe gerade Stromausfall, aber du siehst mich trotzdem, weil geht über meinen Akku. Licht wird auch wieder zurückkommen. Es ist absolute Finsternis, herrlich hier am Urwald. Man sieht nichts an Licht. Nur ich hier vor der Kamera. Weil, wenn wir uns wieder erinnern, wer wir wirklich sind, und unser Bewusstsein zudem wieder erweitern, können wir alles ändern. Können wir die Realität verändern, die sogenannte Realität. Denn die Realität ist eine Reflexion. Und natürlich ist es so, was heißt eine Reflexion? Ich weiß, das ist für viele Menschen nicht zu verstehen. Und als meine innere Stimme mir gesagt hat, das ist eine Reflexion, das ist alles eine Reflexion, das ist in deinem Verstand, in deinem Bewusstsein drinnen. Und weil du das da drinnen hast, meinst du, es ist so und du siehst es auch außen.
Und ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Heute kenne ich viele Menschen, die von dem reden. Ich bin nicht die Einzige. Und immer die Menschen, die an diesen inneren Kern, an dieser Oneness, an dieser, wie sagen wir mal, universellen Weisheit angeschlossen sind, reden genau von der gleichen Sache. Alles ist Bewusstsein. Du kannst auch sagen, also von alle Probleme, die es gibt, finden ausschließlich in deinem Verstand statt und nirgendwo sonst. Nirgendwo sonst gibt es Probleme, nirgends, außer in deinem Verstand. In unser Inneres, wenn wir mit unserem Inneren verbunden sind, das ist pure Sicherheit, das ist pure Liebe, das ist pure Verbundenheit, es gibt keine Trennung dort. Trennung existiert im Verstand. Verstand ist ein bestimmtes Bewusstsein. Ist ein Bewusstsein, wo wir vergessen haben, wer wir sind. Und wo wir sozusagen, du kannst sagen, wie in einem Traum gefangen sind. Du hast mit Sicherheit in deinem Leben schon geträumt. Bin ich mir ganz sicher. Und wenn du dich an die Träume erinnerst, dann wirst du sehen, wie lebendig wir träumen können. Mit allen Einheiten, Einzelheiten, mit allen Emotionen, mit allen Details. Du kannst sagen, Traum und Wirklichkeit sind eigentlich gar nicht zu unterscheiden. Und wie oft sind wir dankbar, wenn wir aufwachen und denken, wow, es war nur ein Traum. Und Menschen, die in ihrem Bewusstsein weiter wach geworden sind, können im Traum aufwachen und wissen, sie sind im Traum und träumen aber weiter und können anfangen, den Traum lebendig zu gestalten, neu umzugestalten, anders gestalten, sodass er in eine positive Richtung geht, zum Beispiel, wie sie es haben wollen. Das Leben hier auf der Erde ist im Verhältnis zu unserer unsterblichen Energie nichts anderes. Wir träumen in unserem Avatar-Körper mit unseren 5 Sinnen und mit unserem Verstand eine Realität, die wir erfahren im Verstand, von der wir ausgehen, dass sie Realität ist, dass sie so stimmt. Das sind aber Erfahrungen in unserem Verstand und bilden daraus Bilder und reflektieren die im Außen. Jedes Kind kommt auf die Welt innocent, ein Bündel voller Liebe und voller Freude und Offenheit. Es kennt keine Trennung am Anfang. Es hat Liebe zu jedem, zur Hebamme, zum Doktor, zu der Mutter, zum Vater, zu jedem, der es in den Arm nimmt. Und es lernt hier, oh, irgendwann mal, das ist der Vater und da muss ich jetzt, ja, es lernt und macht die Erfahrungen peu à peu der Trennung hier auf der Erde und macht dann die Erfahrungen, die dann eingeprägt werden in den Verstand. So ist das Leben und so ist richtig und wenn ich das mache, ist es nicht richtig und wenn ich so bin, dann bin ich nicht gut genug und all diese ganzen Sachen und entwickelt damit eine Rolle, eine Identität. Ja, weil in der Schule habe ich zum Beispiel erfahren, dass ich, also, was weiß ich, wenn ich das und das mache, dann werde ich vor die Türe gesetzt und so weiter. Du kennst dich aus. Und also wenn ich so und so handle, das muss ich erst erfahren als Kind. Ich bin ja ganz offen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Dinge hast du in deinem Leben als Kind gemacht? Innocent, voller Freude, voller absoluter nichts Böses wollen. Und du hast erfahren, dadurch, dass du das so innocent gemacht hast und einfach darauf zugegangen bist,
sind dir irgendwelche Erwachsenen entgegengekommen und haben gesagt, was hast du denn da gemacht? Das ist ja unwahrscheinlich. Und dann hast du einen riesen Schock bekommen und das hat dich geprägt zum Beispiel. Wie viele Dinge haben uns so geprägt? Ah, das macht man offensichtlich so nicht. Und wir haben mehr und mehr und mehr und mehr eine ganze Identität entwickelt. So ist richtig, das ist falsch. So muss man sich benehmen, so muss man aussehen, dann ist man hübsch und so sieht man aus, wenn man hässlich ist und was weiß ich, die ganzen Schönheitsmagazine und so weiter prägen ja weiter. Also die ganzen Dinge, die wir sehen, prägen, die wir aufnehmen, prägen, die Gedanken, die wir selber machen, prägen und damit erschaffen wir uns eine sogenannte Traumrealität. Eine Realität, die von Eindrücken von außen und von Gedanken, die wir von innen darüber machen, sich erschafft. Jetzt ist diese Realität, die wir erfahren, das, wie wir die Welt erfahren. Aber nichts von dem ist im wirklichen Sinne du. Es ist eine Ausgestaltung, ein Traumbild, ein Zustand, eine Erfahrungswelt, die wir machen im Körper mit unseren 5 Sinnen. Und das, was wir denken, fühlen und empfinden, erfahren wir durch diese 5 Sinne als tatsächlich anfassbare, dreidimensionale Realität. Jetzt ist das Geheimnis, wenn wir Problemen begegnen, sind es nicht die Probleme tatsächlich außen, sondern es sind die Probleme, die wir in uns tragen. Es sind die Vorstellungen, die wir haben. Und wenn wir nicht unsere Vergangenheit entlassen und erkennen, wir als vollkommenes Bewusstsein machen auf der Erde diese Erfahrung, Mensch zu sein. Und durch das Vergessen und durch diese Prägungen und Limitierung und die Identifikation mit dem Körper und unserer Rolle, unserem Namen und dem Ganzen, was wir da spielen und der Realität, die wir so verstanden haben, dass sie so wäre, erschaffen wir uns diese Traumbilder, die wir nicht sind. Und da erfahren wir diese Schwierigkeiten, die wir eigentlich gar nicht sind. Wenn wir uns das klar machen, und sagen, alle Erfahrungen sind Erfahrungen, die wir jetzt so machen, als vollkommenes Bewusstsein, weil warum auch immer wir die so gewählt haben. Und bereit sind, negative Erfahrungen zu neutralisieren, indem wir erkennen, wir sind sie nicht. Wir haben sie gehabt. Wir können sie entlassen. Wir können alle unsere Vergangenheit entlassen. Das sind ja Dinge, die wir immer aktiv in uns weitertragen. Wenn wir irgendjemandem gegenüber tiefen Hass empfinden und nachtragend sind, dann sind das Energien, die uns immer und immer und immer von innen weiter Schmerzen zufügen. Wenn wir das entlassen, befreien wir uns selbst von dieser Negativität in uns. Und das bedeutet, dass wir etwas Neues erschaffen können. Es geht also darum, die Vergangenheit restlos zu entlassen. Zu sagen, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht in diesem oder in früheren Leben und es sind Erfahrungen, ich neutralisiere sie. Ich bin diese Erfahrung nicht, ich habe sie gemacht. Ich werfe sie in ein inneres, imaginatives Feuer oder ich lasse sie den nächsten Fluss abziehen. Ich entlasse sie, wie auch immer, aus meinem System. Du kannst dir nicht vorstellen, was sich dein Leben ändert. Alleine dadurch, dass du das zum Beispiel entlässt, was Vergangenheit ist. Genauso, wenn wir über die Zukunft uns Sorgen machen, Ängste haben, dann holen wir diese Energie intensiv in unser Feld hinein. Die Angst im Verstand, ist immer im Verstand, ist eine wahnsinnig starke Energie,
mit der wir das manifestieren, wovor wir Angst haben. Wenn wir das nicht wollen, geht es dort darum, dem Verstand dort nicht mehr zuzuhören und die Angst zu entlassen. Es ist Zeit, Angst zu erkennen. Angst ist keine Realität. Ich habe so viele Jahre mit großer Freude mit dem Thema Angst gearbeitet und habe alles aufgesucht, zeitweilig, wovor ich Angst hatte, und habe das gemacht. Und habe die Angst durchschaut und gesehen, es ist eine Fata Morgana aus dem Verstand, die die Menschen, mich, von allem weghält, was ich eigentlich machen möchte. Wenn wir in die Angst hineingehen, mitten in der Angst stehen, sie beobachten wie einen Forscher, sehen wir alle möglichen Sensations in unserem Körper. Und da wir nicht wissen, was die zu bedeuten haben, haben wir Angst vor den Sensations, und das rein in sich reicht schon, nicht weiterzugehen. Wenn wir aber da drinnen stehen und das anschauen, dass wir einfach zittern, schwitzen, dass der ganze Körper alle möglichen Sachen durchmacht und wir bleiben da drin und schauen uns das an und beobachten das, dann sehen wir, dass wir in relativ kurzer Zeit da durch sind und die Angst verschwindet. Und ich sagte, das Leben beginnt hinter der Angst, nicht vor der Angst. Außerhalb der Komfortzone ist erst das wirkliche Leben. Die meisten haben Angst, der Angst überhaupt zu begegnen. Dabei ist es ein machtvolles Mittel, Menschen klein zu halten und machtlos zu halten und nicht in das hineingehen zu lassen, was sie wirklich sind. Wenn wir erkennen, wow, wir spielen das alles in unserem Verstand und erfahren durch unseren Avatar und Körper eine Realität, eine Traumwelt, in der wir nicht machtlos unterwegs sein müssen, sondern in der wir anfangen können, als Schöpfer unterwegs zu sein, als Maler, als Gestalter, als Bildhauer, als Lebensgestalter, indem wir nicht mehr in das Außen hineinfallen, in die Situation, der beschissene Nachbar, Krieg, die Dinge, vor denen wir Angst haben, sondern erkennen, okay, was sind das denn für Stories aus der Vergangenheit, die hier noch in uns aktiv sind und uns glauben lassen, dass die Situation nicht änderbar ist. Und wenn wir anfangen, innerlich das von innen durchzuarbeiten, was in uns die Ursache der Reflexion außen ist, dann werden wir frei. Dann sehen wir, wir können alles ändern. Dann sehen wir, dass die Welt, wie es auch in der Wissenschaft immer wieder heißt, ja gar keine Realität ist. 3 Nobelpreisträger haben das nicht so lange herausgefunden, dass es die Welt, dass es das ganze Universum gar nicht gibt. Das Quantenfeld ist so beschaffen, dass alles, du kannst es dir vorstellen, wie Teilchen sind, die sich eben über unsere Gedankenkraft, über die 5 Sinne als feste Materie, Stuhl, Baum, Stein, Bett, Auto erfahren lassen. Aber ich kann diese Dimension mit dem entsprechenden Bewusstsein durchbrechen. Da gibt es so viele Kinder, gerade in der heutigen Zeit, die mit einem viel höheren Bewusstsein auf die Erde kommen und die dann ganz andere Sachen in der Lage sind zu machen, wie zum Beispiel in China, wo sie Forschungen gemacht haben mit Kindern, mit diesen Fähigkeiten, die einfach über die Gedankenkraft in einem Glas Kugeln aus dem geschlossenen Glas mit Gedankenkraft herausholen, vor Publikum,
aus dem Glas herausholen, daneben legen, das ganze Glas leer machen und in das geschlossene Glas auch wieder reinfüllen. Das geht natürlich nur, wenn mir bewusst ist, dass nicht meine 5 Sinne das Ende sind, sondern dass mein Bewusstsein weit darüber hinaus, über die 5 Sinne, die materielle Wahrnehmung der Erde gehen kann. Die Intuition lässt uns das alles sehen, was man physisch nicht sehen kann. Ich kann mit der entsprechenden Intuition TÜV-Nummern von Satelliten im All lesen. Gibt es viele Menschen, die das können, die beispielsweise bei der NASA arbeiten. Mit hellsichtigen Fähigkeiten kann ich lauter Sachen sehen, die andere Menschen nicht sehen können. Das heißt, ich bin in meinem Bewusstsein gebunden oder ich lebe, wie mein Bewusstsein ist. Und daher ist Bewusstseinserweiterung und Wissen, angeschlossenes Wissen, so transformierend, weil wenn ich Dinge erfahre, die ich vorher noch nicht wusste und mein Horizont sich erweitert, dann erweitert und verändert sich damit meine physische Realität, so ich es anwende. Und natürlich ist es so, es geht natürlich oft so, dass ich es erstmal höre. So wird es dir vielleicht auch gehen, wenn du das hörst und immer wieder von mir hörst. Das Außen ist eine Reflexion deines eigenen Bewusstseins, dann ist das erstmal eine Theorie. Und es geht ja darum, dass das in meinem ganzen Frequenzfeld ankommt und ich das hantieren und praktizieren kann und sage, okay, wenn das so ist, oder es kommt an als Wissen, weil wenn es bei mir angekommen ist, dann erinnere ich mich wieder und dann weiß ich das. Das glaube ich dann nicht mehr, das weiß ich in mir und das weißt du auch in dir. Du hörst mir bis hierher zu, weil es in Resonanz geht. Das, was ich sage, klingt in dir als Ja, sonst kannst du mir gar nicht bisher zuhören. Das heißt, du hast eine entsprechende Frequenz, die das hören kann, was ich sage. Das heißt, du stehst an diesem Punkt. Vielleicht kannst du noch nicht voll anwenden, aber eigentlich weißt du es. Und du hast auch diese Frage, wie bringe ich das jetzt in mein Leben hinein, sodass ich mein Leben wirklich in die Hand nehmen kann, dass ich die Welt erschaffen kann, wie sie wirklich haben will. Was wollen wir alle? Wir kommen als Liebesbündel daher und wir wollen auch wieder Liebe erfahren. Wir wollen angenommen werden, wer wir sind. Und wir wollen Frieden, wir wollen Leichtigkeit, wir wollen Freude miteinander haben. Ist es nicht so? Wir wollen schmerzfrei sein, wir wollen richtig freudig leben. Das ist unsere wahre Natur. Das wollen wir, weil wir wissen, dass wir das eigentlich sind. Und der Punkt ist, es geht darum, sich wieder zu erinnern, wer wir wirklich sind. Anzuschließen an das Wissen, was in uns ist, was ich innere Stimme nenne. Und aus dieser Weisheit heraus und nur in dieser Weisheit lässt sich das Außen restlos wandeln und zu dem gestalten, was dem Innen in dir, was deiner wahren Natur wirklich entspricht. Und das ist die neue Erde, das ist das Bewusstsein und der Bewusstseinswandel, in dem wir drinnen stehen. Das ist das Paradies auf Erden. Das ist der Aufstieg in die 5. Dimension. Es ist das Aktivieren von unserer Natürlichkeit. Ich habe dazu 2 Kurse, innere Stimme-Kurse, Level 1 und Level 2, wo durch mich hindurch kommt, sich wieder voll an die eigene Intuition anzuschließen. Du findest weitere Informationen hier unten drunter. Wenn du spürst, ich weiß das, aber ich weiß nicht, wie ich das aktivieren kann und wie ich mein Leben konkret wirklich so wandeln kann, dass ich als Schöpfer
und nicht als Opfer lebe, dass ich mein volles Potenzial entfalte und die Fülle, die ich bin, lebe und nicht in Angst zerfressen durch die Gegend renne. Wir Menschen, wo wir in unsere natürliche Kraft kommen, haben eine unvorstellbare Kraft. Jeder Einzelne ist das Zentrum in seinem eigenen Universum, in seinen Multiversen. Es gibt nicht ein Universum, es gibt nicht eine Erde, es gibt unendliche Parallelversionen. So viele, wie es Bewusstseine gibt. Wir wechseln Timelines ständig. Je nachdem, wie unser Bewusstsein gerade ist, wie wir fühlen, schauen wir positiv in die Welt oder schauen wir negativ in die Welt. Wir erschaffen ganz unterschiedliche Zukünfte. Gehe ich aus meinem Verstand heraus, aus den Limitierungen, die ich erfahren habe, komme ich überhaupt nicht über die Grenze meiner eigenen Angst hinaus. Folge ich meiner inneren Stimme, meinem Herzen, folge ich meinem Inneren, folge ich meinem angeschlossenen Wissen, fallen alle Grenzen. Und das Unmögliche wird möglich. Ich komme in meine Schöpferkraft. Das ist es, worum es geht. Wenn wir unseren Körper ablegen, ist das unsere Natürlichkeit, wie wir bewegen. Wir bewegen auf unserer Intuition. Unsere unsterbliche Energie ist pure Intuition, ist pure Verbundenheit mit dem göttlichen Bewusstsein, mit dem Bewusstsein von allem, was ist alles, was ist. Ich habe selber viel Spaß daran, immer wieder NDEs, Near-Death Experiences, Nahtoderfahrungen mir anzuhören, weil sie immer von dem Gleichen sprechen, was ich von innen, von meiner inneren Stimme höre. Es ist ein Prozess in dir, wo du aus allem ausbrechen kannst, was dir vielleicht, so schwer im Leben fällt. Es passiert nichts einfach so von außen. Alles und jeder Mensch, jede Situation ist ein Spiegel deines Bewusstseins, und wenn du den Spiegel lesen lernst, kannst du die unterbewussten Dinge und Dinge, die in dir aktiv sind, kennenlernen. Und wenn du dort reingehst, anstatt nach außen, wirst du alles verändern können. So wie ich lange warten kann, wenn ich dem Spiegel die Zunge rausstrecke, bis er anfängt zu lachen. So ist es an jedem Einzelnen, in seinem Bewusstsein zu erwachen und von innen die Bilder zu verändern, so dass eine neue Energie von einem ausgeht und die eigene Realität entsprechend wandelt. Ich weiß, dein Herz hat mich gehört. Ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, es ist so viel Liebe da für das, was du bist, für deinen Weg, für jedes Einzelne, was du erfährst, egal in welcher Situation du stehst. Und begleitet dich und wartet darauf, dass du damit in Kontakt trittst und es nützt und damit dein Leben leichter, freudiger, liebevoller, wunderschöner gestalten kannst. In diesem Sinne, ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal. Bis dann!